Schön, dass Sie bei unserer heutigen Analyse dabei sind. Wir schauen uns heute mal an, was da draußen in der Welt der Autoreparatur eigentlich gerade wirklich abgeht. Denn ganz ehrlich, die Landschaft der freien Werkstätten wird momentan komplett auf den Kopf gestellt. Wir erleben hier quasi einen echten modernen Kampf um das Recht, unsere vernetzten Autos überhaupt noch reparieren zu dürfen. Um direkt mal zu zeigen, wo wir stehen, gibt es da dieses ziemlich treffende Zitat vom Institute of the Motor Industry. Die Zeiten, in denen man einfach ein Teil austauschte und den Kunden auf den Weg schickte, sind lange vorbei. Und genau das trifft den Nagel auf den Kopf. Unsere Autos sind heute keine reinen Maschinen mehr, das sind im Grunde riesige, rollende Computer. Und genau das ändert für die Werkstatt um die Ecke einfach mal alles. Der Kontrast könnte wirklich nicht krasser sein. Früher hieß das Schraubenschlüssel schnappen, ein paar Muttern lösen, mechanische Teile austauschen und fertig. Heute dreht sich alles um Laptops, umständige Software-Updates, Sicherheitscodes und extrem komplexe Datenverschlüsselung. Die bittere Pille dabei ist, dass unabhängige Werkstätten immer öfter vor regelrechten digitalen Mauern der Hersteller stehen. Sie werden regelrecht ausgesperrt. Aber keine Sorge, dieser Konflikt wird gerade extrem spannend ausgetragen. Und zwar an 3 ganz unterschiedlichen Fronten. Okay, gehen wir direkt in Front Nummer 1, der regulatorische Kampf. Das absolute Zauberwort hier heißt SERMI. Das steht für Security Related Repair and Maintenance Information. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ein genialer Schachzug. Das ist ein europäisches System, das freien Werkstätten endlich einen standardisierten und vor allem sicheren Zugang zu sensiblen Herstellerdaten gibt. Also alles rund um Schlüssel, Zündschlösser oder Steuergeräte. Das Ganze startet im Oktober 2023 in Schweden. Anstatt sich also mit zig verschiedenen teuren Hersteller-Logins rumzuschlagen, gibt es jetzt einen einheitlichen Weg. Wie läuft das Ganze also in der Praxis ab? Ziemlich unkompliziert. Nehmen wir mal Großbritannien, die machen da ja auch freiwillig mit. Schritt 1, die Werkstatt reicht ihren Antrag ein. Schritt 2, es folgen detaillierte Hintergrundchecks und Audits, also Überprüfungen, um die Sicherheit zu garantieren. Und Schritt 3, der beste Teil, die Werkstatt bekommt einen universellen Zugang. Ein Zertifikat, das für ganze 5 Jahre gilt. Ziemlich praktisch, oder? Warum uns das als Verbraucher überhaupt interessieren sollte? Ganz einfach. Ein einziges Portal, ein Account, eine Zahlungsmethode. Das spart den Werkstätten unglaublich viel Zeit und natürlich auch Geld, weil der ganze Bürokratiewahnsinn massiv schrumpft. Und für uns Kunden ist es ein echtes Qualitätssiegel. Es zeigt uns, hey, diese Werkstatt hier arbeitet nach absolut geprüften europäischen Sicherheitsstandards. Das bringt uns zur zweiten Front, der rechtliche Kampf. Denn, jetzt mal ehrlich, selbst wenn die Werkzeuge und Portale da sind, ist es überhaupt legal, sich diese Daten einfach zu ziehen? Genau da tauchen wir in ein echtes juristisches Rätsel ab. Es geht um einen ziemlich brisanten Fall vor dem Europäischen Gerichtshof zwischen dem Gesamtverband Autoteilehandel und dem Lkw-Hersteller Scania. Die Millionen-Dollar-Frage, über die sich alle gestritten haben, war: Ist eine einfache Fahrgestellnummer, also die sogenannte VIN, eigentlich ein personenbezogenes Datum? Und da wird die Europäische Datenschutzgrundverordnung echt knifflig. Klar, so eine Fahrgestellnummer ist auf den ersten Blick nur ein Haufen Zahlen und Buchstaben auf einem Stück Blech. Aber, und das ist das große Aber, sie kann zu einem sogenannten indirekten personenbezogenen Datum werden. Sobald man diese Nummer nämlich mit anderen Infos kombiniert, wie dem Fahrzeugschein, wo ja Name und Adresse draufstehen, führt sie plötzlich doch direkt zu einer echten Person. In diesem Fall prallten 2 Welten hart aufeinander. Scania sagte ganz klar: Stopp, Fahrgestellnummern sind personenbezogene Daten. Die DSGVO verbietet es uns, die einfach so an freie Werkstätten rauszugeben. Der Gesamtverband hielt aber massiv dagegen. Die beriefen sich auf eine andere EU-Verordnung, die ganz klar vorschreibt, Hersteller müssen Reparaturdaten und Onboard-Diagnostik teilen. Warum? Um fairen Wettbewerb zu sichern und zu verhindern, dass Vertragswerkstätten ein absolutes Monopol aufbauen. Das Urteil vom Europäischen Gerichtshof hat dann endlich Klarheit in das Chaos gebracht. Die Richter sagten, ja, Fahrgestellnummern sind tatsächlich personenbezogene Daten. Aber, und das ist der absolut springende Punkt, das Gesetz zwingt die Hersteller trotzdem dazu, sie mit unabhängigen Werkstätten zu teilen. Datenschutz darf hier also nicht als bequeme Ausrede missbraucht werden, um die Konkurrenz auszuschalten. Boah, das war ein echt massiver Sieg für die freien Werkstätten. So, das bringt uns direkt zur dritten Front, der technologische Kampf.
Jetzt wird es für die Technikfans richtig spannend. Am 3. Juni 2026 bringt Autel, ein wirklich großer Name in der Fahrzeugdiagnostik, ein riesiges Update raus. Darauf haben freie Mercedes-Spezialisten regelrecht hingefiebert. Warum? Es erlaubt endlich das Klonen von Motor- und Getriebesteuergeräten auf absolutem Werksniveau. Wir sprechen hier von 27 verschiedenen Motorsteuergeräten, von Bosch, Continental und so weiter und 8 Getriebesteuergeräten. Das deckt fast alle Modelle zwischen den Baujahren 2000 und 2019 ab. Ein echter Gamechanger. Was das in der Praxis heißt, sehen wir hier bei den nackten Zahlen. Und das trifft direkt unseren Geldbeutel. Stellen Sie sich vor, Ihr Steuergerät raucht ab. Gehen Sie zum Vertragshändler, kostet ein neues Gerät plus Programmierung ruckzuck mal $3.200. Eine freie Werkstatt schnappt sich jetzt aber einfach ein baugleiches, gebrauchtes Steuergerät für vielleicht $400. Das alte wird dann quasi Byte für Byte auf das neue geklont und oft können Sie Ihren Wagen noch am selben Tag wieder mitnehmen. Der Preisunterschied ist doch einfach nur verrückt, oder? Für Autel schließt sich damit übrigens der Kreis zum sogenannten deutschen Dreigestirn. Volkswagen und BMW waren vorher schon abgedeckt, jetzt ist auch Mercedes komplett. Das heißt im Klartext, wenn eine freie Werkstatt heute moderne Tools wie das IM608 Pro 2 System am Start hat, kann sie mal eben schlappe 70% des gesamten Marktes für den Steuergeräteaustausch bei Premium-Autos abdecken. Sie sind absolut nicht mehr zwingend auf den Hersteller angewiesen. Der Arbeitsablauf dabei ist wirklich genial einfach. Schritt 1: Das defekte Steuergerät kommt auf die Werkbank und alle Originaldaten werden ausgelesen. Schritt 2: Diese ganzen Daten, Wegfahrsperre, Fahrgestellnummer, das volle Programm, werden exakt auf das günstige Spendergerät kopiert. Und Schritt 3: Rein ins Autoram mit. Es ist absolut null teure Online-Kodierung nötig. Das Auto denkt einfach, es hätte sein Originalteil wieder. Absolut faszinierend. Kleiner Nerdfakt am Rande für die Schrauber unter uns: Das meiste davon passiert ganz bequem im sogenannten Bench-Modus, direkt auf der Werkbank. Da reicht ein normaler GBO X3-Adapter. Aber bei ein paar extrem speziellen Hochleistungsgetriebesteuergeräten wie der 7G-Tronic, da muss der sogenannte Boot-Modus ran. Heißt, man muss direkt auf die Platine zugreifen. Das ist vielleicht eine kleine technische Hürde, aber für gut ausgerüstete Profis überhaupt kein Problem. Wenn wir uns jetzt dieses ganze moderne Reparaturökosystem nochmal in Ruhe anschauen, sehen wir, wie alles perfekt ineinander greift. Sermi öffnet die Türen für die Daten auf sichere Weise. Die Gerichte sichern ab, dass diese Daten auch bei strengen Datenschutzregeln fließen dürfen. Und technologische Updates liefern den Mechanikern die Tools, um den Job wirklich zu erledigen. Alles arbeitet zusammen, damit wir als Verbraucher am Ende selbst entscheiden können, wem wir unseren Wagen anvertrauen. Was uns zu einer echt provokanten Frage führt. Wenn unser Auto heute im Grunde ein hochentwickelter Computer ist, wem gehört dann eigentlich das Recht, ihn zu reparieren? Was wir uns heute angesehen haben, zeigt doch ganz klar, der Kampf um das Recht auf Reparatur wird jeden Tag aufs Neue gewonnen. Durch clevere Gesetze, mutige Urteile und brillante Technik. Denken Sie mal dran, wenn Sie das nächste Mal in der Werkstatt stehen, wie viel da eigentlich im Hintergrund passiert. Danke fürs Zuschauen bei diesem Deep Dive und wie immer, bleiben Sie neugierig.